Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich meine alte Weber Standheizung, die ich repariert und gereinigt habe, in meinem Unterkeller einbaue und komplett autark betreibe. Hierzu werde ich einen neuen Kanister einbauen mit einem entsprechenden Tankentnehmer. Ich werde einen Trafo verwenden. Ich habe jede Menge Zubehörteile, die ich dafür verwende. Abgas, Halterung und dieses besondere Teil. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran, denn gleich geht's los. In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja gezeigt, wie ich meine alte Weber 8 kW Standheizung auseinandergenommen habe und gereinigt habe. Nun läuft sie wieder perfekt und das Teil ist einfach übrig. Ich werde es hier in meiner Werkstatt einbauen. In meiner Werkstatt habe ich bisher die Croag TP2 verwendet. Dieses geile Teil als Koffer kann ich überall hin mitnehmen und unterwegs verwenden. Und das möchte ich zukünftig viel öfters tun. Deswegen kann ich die leider nicht fest verbauen. Aber diese Heizung kann ich fest verbauen. Was ist mein Ziel? Ganz klar, meine Werkstatt, die ihr hier hinter mir seht, hat einen Unterkeller. Also unter dem Keller ist noch ein Keller und in diesem Keller werde ich die Heizung einbauen. Ich werde durch die Zwischendecke hinter der Wand hoch den Auspuff anschließen, ich werde die Halterung anschließen, ich werde entsprechende Lüftungslöcher so verbauen, dass sie aus der Rückwand hier hinten herauskommen können und ich werde die Fernbedienung umbauen, dass ich dann direkt hier über ein Panel meine Heizung bedienen kann. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Meine Weber Diesel Standheizung war ursprünglich in einer mobilen Tragebox integriert. Diese Tragebox hatte einen integrierten Benzinkanister, ich hatte die Pumpe dort drin, alles was ich brauchte war ein zusätzlicher Stromanschluss. Diese Box habe ich so auseinandergebaut und in meine große Heizkiste integriert, dass ich diese große Heizkiste inklusive Benzintank, Stromversorgung und dergleichen mitnehmen kann. Das Ganze läuft im Moment draußen am Tierhaus und sorgt dafür, dass die Wellensittiche im Winter nicht erfrieren. Für meine Heizbox, die ich nun im Keller einbauen will, ergibt sich das Problem, dass ich diese erstmal irgendwie an der Wand befestigen muss. Und dafür kommt dieses Teil zum Tragen. Diese Halterung aus Metall, aus Blech, hat die Löcher, die ich benötige, vorgestanzt. Ich habe Abgas, Frischluft, Benzinzufuhr, die Schraublöcher, auch an den Seiten ist alles schon fertig. Das kann ich direkt hier auf der Unterseite entsprechend einfach nur anstecken und festschrauben. Was ich brauche, ist ein zusätzlicher Abgang für die Abgase. Ich brauche einen kleinen Schlauch, um die Frischluft anzusaugen, die ja verbrannt wird. Und ich brauche natürlich auch einen Anschluss, um den Diesel aus dem Tank zu zapfen. Mit der entsprechenden Benzinpumpe muss ich das Ganze alles extern, außerhalb von der Box, also von dieser Heizung, befestigen. Tja. Wie mache ich das Ganze? Mein Ziel ist es, nachdem ich keine passende Metallalternative gefunden habe, ich werde eine USB-Platte, eine 18er ist das, so mir zurechtschneiden, dass ich das Ganze hier drauf befestigen kann, dass ich darauf auch meinen Akku bzw. den Transformator festschrauben kann und auch eine Verteilerbox, an der ich die Stromanschlüsse und auch die Verteilung für die Fernbedienung integrieren kann, ohne dass mir die Kabel einzeln rumbollen. Ich werde euch nun zeigen, wie ich das Ganze installiere. Anschließend wird die ganze Konstruktion im Unterkeller befestigt und die Lüftungslöcher entsprechend so gezogen, dass ich diesen oberen Bereich beheizen kann und gleichzeitig auch aber den Unterkeller. Denn da unten ist es Sommer wie Winter mit 10 Grad relativ kühl und immer auch ein bisschen klamm. Klar, das wurde damals so gebaut. Mit einer zusätzlichen Verteilung über ein T-Stück möchte ich auch da unten ein bisschen mehr Wärme reinbringen. Die Halterung wird über die Entkopplungsmatte gedrückt und kann mit den Schrauben ganz einfach befestigt werden. Ich habe die Halterung an der Heizung festgeschraubt. Auf der linken Seite wird die Raumluft eingesaugt, auf der rechten Seite wird die erwärmte Luft wieder ausgeblasen. Die Ansaugung für die Verbrennungsluft ist auf der linken Seite hier zu sehen und hier auf der rechten Seite seht ihr den Anschluss für das Abgas. Dadurch, dass mein Abgas aber auf der linken Seite weitergeführt werden muss, weil auf dieser Seite der Durchbruch durch das Haus ist, muss ich sehen, dass ich hier irgendwie vorbeikomme, ohne hier ins Gehege zu kommen. Und das mache ich, indem ich mir einen Abgasschlauch entsprechend so zurechtbiege, dass ich hier bequem vorbeikomme. Doch den Schlauch schließe ich nicht direkt an, sondern baue zusätzlich diese Konstruktion ein.
Das, was ihr hier seht, ist ein Kondensatablauf, denn diese Heizung liegt ungefähr 3 bis 4 Meter unter der Erde, wenn ich sie an der Wand montiert habe. Wenn die Heizung läuft, bildet sich natürlich im Abgas Kondensat, was normalerweise bei einem langen Betrieb aus dem Auspuff herausgepustet wird, aber eben nicht alles. Das bedeutet, im Laufe der Zeit wird das Kondensat den Auspuff wieder herunterlaufen, wird sich dann hier unten irgendwo sammeln und entweder den Abgasschlauch selber oder diesen Bereich irgendwann zur Korrosion bringen. Und deswegen macht es Sinn, das Kondensat abzulassen. Dafür gibt es diese Bauteile. Die werden mit festgebaut, das Ganze mit Auspuffmontagepaste dicht gemacht, damit keine Abgase entweichen können, mit einer Schelle zusätzlich befestigt. Die Teile kann ich direkt auch mit einem Schlauch verbinden und das Kondensat wird dann über diese kleine Öffnung herausgelassen. Damit aus dem Kondensatloch allerdings nur die Flüssigkeit herauskommt und eben nicht die Abgase, gibt es noch diese Spirale hinzu. Dieses Teil hat ebenfalls diesen konischen Anschluss, gebürdelt, wird hier angeschlossen. Das Ganze ist dann luftdicht, wasserdicht. Ich schraube das hier mal fest. Und wenn das dann hier so befestigt ist, müsst ihr euch das ja so vorstellen, dass das der untere Bereich ist, läuft das Kondensat wieder herunter, sammelt sich hier und wird zunächst die Spirale nach und nach füllen, um dann hier abzutropfen. Dadurch, dass diese Spirale komplett mit Wasser, mit diesem Kondensatwasser gefüllt ist, können die Abgase auch nicht hier raus, denn der Druck reicht nicht aus, um das Wasser hier herauszublasen. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob sich diese Investition gelohnt hat. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo ich die ganzen Bauteile her habe, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch das, dass ihr das ganz einfach nachbauen könnt. Ich drehe die Heizung wieder um und wie bereits erwähnt, möchte ich gern das Ganze so gestalten, dass ich problemlos an der Frischluft vorbeikomme. Halt andersrum. Das Abgasrohr habe ich mir hierzu schon ein wenig zurechtgebogen. Und kann jetzt hier den Frischluftadapter befestigen. Ihr seht also, das Teil ist hier auch aus Metall, kann keine Schäden verursachen. Hier werde ich Auspuffmontagepaste dazwischen machen und das Ganze dann mit einer Schelle zusätzlich festziehen und natürlich auch hier an der Seite. Ich habe das Brett an der Halterung festgeschraubt und auch die Entkopplung für die Pumpe auf der Unterseite befestigt. Das Loch ist groß genug, um den Kondensatablauf und die Luftzufuhr zu versorgen. Und auch der Treibstoff kann über dieses Loch in die Heizung gepumpt werden. Bevor ich nun mein Brett mit der Heizung unten im Keller befestige und darauf dann die Elektrik installieren werde, werde ich mich zunächst um die Versorgung mit Kraftstoff kümmern. Denn dafür habe ich mir einen größeren Tank besorgt und muss dafür den Tankentnehmer installieren und natürlich auch die Versorgungsleitung von der Pumpe zum Tank herstellen. Der Einfeldstützen ist befestigt und beim Kontrollblick kann man erkennen, dass der Entnehmer tatsächlich bis unten am Boden hängt. Ich habe die Heizung an der Wand meines Unterkellers montiert und in die Katakomben darunter, da nehme ich euch jetzt mit und zeige euch, wie ich das gemacht habe. Hier unten in diesem kleinen beschaulichen Keller, Luftschutzbunker, Gemüsekeller, Kohlenkeller, als was das alles schon gedient hat, habe ich nun hier an der Wand die Heizung montiert. Wie ihr sehen könnt, ist das Brett mit den Halterungen direkt in der Wand verschraubt worden und ich habe die Heizung auf dem Brett wie folgt montiert. Der Abgasschlauch geht von unten hinten herum gebogen am Luftschlauch vorbei, verfährt hier entlang, geht oben durch eine Lücke in dieser Decke hinter meiner OSB-Platte entlang nach außen. Den Bereich hinter der OSB-Platte habe ich mit speziellen Isolierbändern bzw. Schläuchen gesichert, damit nicht zu viel Hitze an die OSB-Platte herangetragen wird. Der Luftschlauch, der die Verbrennungsluft in die Heizung hineinbringt, dieser hier, den habe ich jetzt hier einfach erstmal nur hingeklemmt, den kann ich eventuell noch später anders befestigen.
Dann habe ich hier meinen Benzinkanister bzw. Dieselkanister mit dem Schlauch an der Pumpe verbunden. Im Moment noch diese grünen Aquarienschläuche, die werde ich bei Gelegenheit austauschen. Mein Schlauch, den ich verwenden wollte, der hat leider Luft gezogen, da muss ich mal noch was anderes suchen. Ich habe den Schlauch mit einer Schlaufe verlegt, bedeutet, der Diesel wird hier herumgepumpt und läuft von oben in den Filter hinein und nach unten weg wird er zur Pumpe weitergeleitet. Der Vorteil an diesem System, wie ich finde, ist, dass die Luft, die sich gegebenenfalls im Schlauch ansammelt, immer oberhalb bleibt und keine Luft angesaugt wird. Hat sich bisher sehr, sehr gut bewährt. An der Pumpe wird das Ganze angesaugt und über den Schlauch dann direkt in die Dieselheizung hinein befördert. Die Elektrik sieht ein wenig chaotisch im Moment noch aus, denn die Fernbedienung möchte ich ja nach oben in meine Werkstatt direkt einbauen. Ich habe den Trafo hier hinten montiert, das Stromkabel geht direkt in eine Steckdose und habe hier diese 3 Abgänge mit einer Vakuumklemme jeweils zusammengeschlossen und den Anschluss für die Heizung, das ist dieser schwarze und rote Draht ganz außen jeweils, ebenfalls an den Polen angeklemmt. Bedeutet, 12 Volt Gleichstrom landet nun in der Pumpe, über die Sicherung nochmal zusätzlich abgesichert. Die Fernbedienung ist ebenfalls hier erstmal mit hineinverlegt worden in diese Box, hängt ja mit an der Hauptverteilung dran, genauso wie auch die Pumpe, die ja hier hinten über dieses Kabel angesteuert wird. Ja, die Fernbedienung habe ich im Moment hier separat und ihr seht, das Kabel hatte ich schon mal in der Vergangenheit aufgetrennt, denn hier zwischen war bereits ein knapp 3 Meter langes Kabel eingebaut gewesen, als ich die Heizung im Tierhaus montiert hatte. Das Modell war so konzipiert, dass draußen in der mobilen Box dieser Bereich des Kabels war und im Inneren hatte ich eine Verlängerung bis zu diesem Anschluss hier, um dort eben die Fernbedienung auch zu verlängern und das Kabel zu verlängern. Und genau das werde ich hier auch tun. Ich werde diese Klemme wieder öffnen, werde hier ein längeres Kabel dazwischen legen, werde hier oben an der Decke entlang gehen und dann eben hier oben durch die USB-Wand irgendwo auf die Innenseite meiner Werkstatt kommen. Und da kann ich dann diese Fernbedienung einfach an die Wand schrauben und direkt steuern. Ich muss aber nicht zwingend mit dieser Fernbedienung arbeiten, denn ich habe auch die Möglichkeit, mit dem Mobiltelefon zu arbeiten über die App. Die hatte ich eben schon mal angeschlossen, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Und ich kann hier mit der App die Heizung direkt steuern. Schalten wir sie mal ein. Ihr hört den Lüfter, die Heizung fährt jetzt hoch. Das dauert ein klein wenig. Und auf der Fernbedienung ist das Modell ebenfalls jetzt angesprungen. 22 Grad die Zieltemperatur. Wie ihr hier sehen könnt, ist die aktuelle Raumtemperatur bei lediglich 10 Grad. Den Schlauch, den ich hier habe, der ist im Moment auch nur ein Provisorium. Denn dieser Schlauch, dieser Luftschlauch, der zu der Heizung mal dazu gewesen ist, der hat nur eine Länge von, ich glaube, 60 cm. Das werde ich anders bauen. Und zwar habe ich mir hierfür neben diesem Verlängerungskabel für die Fernbedienung auch schon einen Verteiler gekauft. Und zwar ein Verteiler in Form eines T-Stücks, der hier platziert wird. Und dann wird einmal der Zugang in das Rohr von der Seite kommen. So. Nach unten werde ich ein kurzes Rohr weglegen, dass dieser Bereich im Keller unten drunter ebenfalls dezent mitgeheizt wird. Und der obere Bereich, der nach oben weggeht, wird dann über einen längeren Schlauch. Dieser Schlauch hier kann auf über 3 Meter ausgezogen werden, davon habe ich 2 Stück. Kann entsprechend auch verlängert werden. Kann ich ebenfalls hier oben lang gehen und dann durch die USB-Platte einen Lüfter einbauen, der eben die Heizung beheizt. Das Tolle an dem, was ich euch zeigen wollte, ist die Drosselklappen, die hier eingebaut sind. Und zwar kann ich hier steuern, wie groß der Luftdurchlauf sein soll. Über die Rädchen hier an der Seite. Bedeutet, wenn ich das Teil hier an die Wand schraube, kann ich festlegen, dass die Luft, die hier unten im Keller bleiben soll, gedrosselt sein soll, also nicht sehr weit offen ist, nur ein wenig, und der obere Bereich vollständig geöffnet ist, damit eben ein Großteil der Luft in meine Werkstatt kommt und trotzdem dieser Bereich hier unten mit gewärmt wird, um eben diese klamme Luft doch nach und nach mal
zu erwärmen und die Feuchtigkeit auf diesem Wege ja, weiter zu reduzieren. So, jetzt habe ich eine ganze Weile erzählt und ihr merkt es, die Heizung läuft langsam an. Die Luft ist schon leicht erwärmt. Und ihr seht es jetzt hier an der Temperatur des Alu-Heizkörpers. Die sollte in Kürze nach oben gehen. Der Alukörper befindet sich hier in der Heizung, das ist dieser hier. Der wird durch die Flamme erhitzt und die Luft, die hier vorbeiströmt, ja, wird in den Raum hineingeblasen. Dieser Sensor, der auf der Oberseite liegt, hat hier bereits Temperaturen von über 200 Grad Celsius gemessen. Das heißt, die Luft, die da rauskommt, hat schon eine sehr, sehr hohe Temperatur. Der Abgasschlauch auf der Rückseite, der wird ebenfalls sehr, sehr heiß. Und ich habe den Abgasschlauch bewusst etwas länger gelegt, so lang, dass die Luft immer noch genügend herausgeblasen werden kann, um auch den Dreck mitzunehmen, den Ruß, den Staub und gleichzeitig aber auch diese Abwärme zu nutzen, um hier hinten ja, diese Wärme von den Abgasen mit zu nutzen, um den Raum zu erwärmen. Ihr seht, wir sind mittlerweile bei 98, bei 100 Grad. Es funktioniert. Mein CO2 bzw. CO-Rauchmelder und Gasmelder, den hatte ich hier unten ebenfalls montiert gehabt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass tatsächlich alle Anschlüsse, insbesondere die vom Auspuff, dicht sind, dass hier unten keine Abgase im Haus bleiben. Das geht alles raus durch die Außenwand. Den werde ich hier unten wieder montieren, denn sicher ist sicher. Ich habe nun auch das Lüftungsrohr und die Fernbedienung an der Standheizung montiert. Das Gerät läuft nun seit ein paar Stunden kontinuierlich durch und es wird Zeit, euch das Ergebnis zu präsentieren. Ich habe das T-Stück aktiviert, ich habe den Raum noch einmal aufgeheizt, mittlerweile 20 Grad, die ich hier unten habe. Ihr erinnert euch, vorher waren es knapp 10 Grad gewesen. Die Steuereinheit habe ich über eine Klemme einfach verlängert und das Kabel hinter dem Lüftungsrohr entlang nach oben gezogen. Der Deckel wird einfach wieder aufgelegt, zugeschraubt, dann ist das Ganze auch soweit geschützt. Das Lüftungsrohr verläuft mit Schellen gesichert hier an der Wand entlang. Was natürlich klar ist, dieses Alurohr ist deutlich wärmer, fast schon heiß gegenüber diesem schwarzen Rohr. Hier oben habe ich ein wenig gezaubert, das Ganze versucht mit ja, nicht so scharfen Knicken in die Wand einzuführen, damit der Luftstrom nicht so stark unterbrochen wird. Das Kabel für die Steuerung geht daneben in die Wand rein und wird in der Hohlwand, die sich ja hier hinter der USB-Platte befindet, nach oben geführt. Ihr seht jetzt hier in meiner Werkstatt den Ausgang. Das Lüftungsrohr befindet sich hier unten. Man spürt ja, die Wärme sehr deutlich, die hier reingeführt wird. Und die Fernbedienung, die habe ich hier an der Wand und kann hier sehr einfach das Ganze ja, steuern, ausschalten, einschalten, wie ich das möchte. Natürlich funktioniert die App vom Telefon hier oben auch. Die Raumtemperatur habe ich jetzt innerhalb von knapp 2 Stunden von 10 Grad gemütlich hochgebracht auf 17,9 Grad. Damit bin ich ganz zufrieden. Im maximalen Lauf hört man die Lüftung, man hört auch das Klackern, das überträgt sich durch den Lüftungsschlauch, aber nun auf der Stufe 1 oder 2 hört selber, man hört ganz leicht das Klicken und vor allen Dingen den Luftstrom. Das stört mich aber nicht, denn das ist meine Werkstatt. Tja, da kommt für mich jetzt die Frage auf, nachdem ich mit diesem Projekt fertig bin, ein paar Feinheiten werde ich sicherlich noch machen. Was mache ich mit meiner Kroak-Heizung? Ihr erinnert euch, aus meinem letzten Video habe ich ja diese Heizung ursprünglich ebenfalls hier verwendet und durch den Festeinbau ist das Teil jetzt über. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Heizung, diese mobile, tragbare Heizung nun einfach verkaufen soll oder ob ich sie unter euch verlosen soll oder ob ich sie in einem anderen Projekt verbauen soll. Gebt mir doch einfach mal unter dem Video ein Feedback, was soll ich mit dem Teil machen. Freue ich mich auf eure Reaktion, auch wenn ich mir schon vorstellen kann, in welche Richtung das Ganze geht. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei mir weitergeht, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir das Like für dieses Video und wenn ihr euch auch eine Standheizung bauen wollt und interessiert seid, welche Bauteile ich hier verwendet habe, dann schaut mal unter das Video. Alles, was ich hier verbaut habe, verlinke ich euch da. Das wisst ihr von mir, damit finanziere ich meinen Kanal. Draufklicken, nachkaufen, gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich
An der Stelle vielen Dank für die Unterstützung. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich vielmehr auf eure Kommentare unter diesem Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.